So, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute nehmen wir uns mal schnell zwischenzeitlich einem Thema an, das indirekt, direkt von einem Achim eigentlich angesprochen wurde, indirekt von mehreren, die Probleme mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung haben. Ja, das Paperless wird uns wohl noch eine Zeit lang verfolgen, deshalb auch schon wieder ein Video dazu. Ich bin mit der Serie eigentlich auch noch gar nicht fertig. Es kommt eigentlich zu Paperless-Konfiguration und so weiter noch weitere 2 oder 3 Videos, die geplant sind. Aber dieses Video mal schnell zwischen rein, um euch den Versand aus der Web-Oberfläche freizuschalten. Das heißt, wenn du das konfiguriert hast, kannst du in der Paperless-Oberfläche dann sagen, dieses Dokument per E-Mail versenden. Gut, die Voraussetzungen sind natürlich die laufende Paperless Nginx Installation, idealerweise mit Dogger. Ein Google-Konto mit aktiven Zwei-Faktor-Authentifizierung, 2FA, also 2FA, die müsst ihr haben. Da muss man sich dann ein Abkennwort generieren, sonst geht das nicht. Wenn ihr keine 2FA habt, geht's auch nicht. Das lässt Google nicht mehr zu. Das heißt, du kommst an dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht vorbei. Wenn du jetzt nicht Google hast, sondern einen eigenen Firmenaccount, dann musst du die Konfiguration von deinem Server anschauen. Kannst du dich mit jedem beliebigen SMTP-IMAP-Zugriff auf deinen Server anmelden oder nicht? Brauchst du dazu 2FA oder nicht? Da musst du dann in der Konfiguration nachgucken, wie das bei dir in deinem Server aussieht. Wir machen das jetzt hier anstelle mit Google als Beispiel, weil es bei Google recht übersichtlich ist, leicht zu verstehen ist, auf was du eigentlich wirklich achten musst. Wie gesagt, wenn du einen eigenen Server hast und der keine 2FA drin hat zum Beispiel, sollte es theoretisch gehen. Wenn du 2FA hast, musst du gucken, wie du das konfigurieren kannst, dass du mit einem anderen Account das benutzen kannst. Sollte das nicht gehen, hast du immer noch die Alternative, dir ein Google-Konto anzulegen und dieses Google-Konto ausschließlich dann für Paperless zu benutzen. Das ist dann auch nochmal eine gute Lösung. So, Zugriff auf die Konfigurationsdateien brauchst du, auf die Docker Compose. Und wenn wir das benutzen, also ich werde es benutzen, auf die ENV-Datei, das sind die Event-Daten, Evalument-Daten, ihr wisst, was ich meine, wo Passwörter und so weiter drin gespeichert sind. Und die Grundlagenkenntnisse, Verwaltung von Docker-Containern beschränkt sich in diesem Fall hier auf den Paperless stoppen und starten. Das ist fertig. Das heißt, wenn wir die Konfiguration geändert haben, müssen wir das einfach runterfahren und nochmal neu starten und dann ist die Sache drin. Gut, Schritt 1, Google App Passwort erstellen. Das werden wir jetzt dann praktisch durchgehen. Und Schritt 2, Paperless Nginx für den Versand von E-Mail konfigurieren. Das werden wir dann hier noch in die Compose einpflegen. Ich habe euch das alles im Blogbeitrag noch einmal schön zusammengeschrieben. Ich habe den auch einfach mal jetzt testweise mal ein bisschen schlanker gehalten, ohne so viel drumherum zu schreiben von mir, um meine Gehässigkeiten wegzulassen. Kommt damit durch. Ich habe euch eine kleine Fehlerbehebung noch mit eingebaut. Und zusätzliche Hinweise, die möchte ich jetzt gleich noch am Anfang loswerden. Derzeit unterstützt Paperless den Versand mehrerer Dokumente auf einmal nicht direkt. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, dieses Dokument und dieses Dokument, sondern du musst jedes Dokument einzeln versenden. Das ist mal Punkt 1. Ist aber in GitHub schon in der Anregung und in der Planung, also es könnte demnächst kommen, dass man auch mehrere Dokumente auswählen kann. Dann Passwort widerrufen. Falls Sie das Passwort zurücksetzen müssen, gehen Sie in Google-Konto-Sicherheit ab, Passwörter und entfernen Sie das Passwort. Dann musst du es einfach rauslöschen und neu generieren und es natürlich wieder in deiner Docker-Konfiguration hinterlegen. Dann die weiteren Details, offizielle Dokumente von Paperless Nginx. Da habe ich euch nochmal den Link zur Beschreibung reingepackt, wo ihr nochmal hingucken könnt. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber und schauen uns das erst einmal hier mit Google an. Das heißt, sprich, du brauchst hier einfach dein Google-Konto. In dem Fall nehme ich jetzt mal hier, brauche ich meinen John Doe. Und dann sage ich, das Konto verwalten. Dann gehe ich hier unter Sicherheit. So, und hier ist jetzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die muss aktiv sein. Sonst könnt ihr kein App-Passwort vergeben und ohne App-Passwort funktioniert es nicht. Ihr kannst also nicht deine E-Mail-Adresse und dein Standard-Google-Kennwort angeben, das akzeptiert Google nicht. Google bietet als einer der wenigen auch noch so einen Service an, wo man seine Docker-Container jetzt per SMTP einfach draufsetzen kann und Google dann den Versand übernimmt. Das macht auch nicht mehr jeder Anbieter. Muss man Google einfach auch lassen und das ist einfach eine Absicherung für euch. Wie gesagt, in der heutigen Lug- und Betrugswelt kann man einfach nicht sicher genug sein und dann ist so ein Passwort einfach wirklich sinnvoll.
Also Zwei-Faktor-Authentifizierung, da gehst du rein. Oh, jetzt muss ich mich wieder bestätigen. Ja, haben wir alles Passkey vermint. Das ist dann weniger ein Problem bei mir. Kann ich euch übrigens wärmstens nur ans Herz legen. Da gibt es auch noch Videos bei mir, Passkey. Da seid ihr immer auf der sicheren Seite, dass euch nichts kassiert. Die könnt ihr dann hier auch bearbeiten. Und hier unten kommt dann das für uns interessante Ab-Passwörter. Ihr seht also Ab-Passwort, ein Passwort ist generiert. Das lasse ich mir jetzt mal anzeigen. Jetzt muss ich mich wieder bestätigen. Also ihr seht, Google ist da wirklich auf Sicherheit sehr bedacht. Oben im Passkey ist das eigentlich wirklich relativ zu vernachlässigen. So, hier siehst du auch, ich habe ein Paperless Key erstellt. Siehe da, am 11.11.2024. Aber der Key wird mir nicht angezeigt. Das ist das, was ich gesagt habe. Den siehst du nur einmal ganz kurz. Nee, habe ich noch nicht gesagt. Das tue ich jetzt. Diesen Key, den ihr hier jetzt generiert, den seht ihr nur ein einziges Mal. Das heißt, hier musst du diesen Key dann kopieren. Den könnt ihr jetzt von mir aus auch ruhig sehen, weil ich lösche den danach sowieso wieder. Und das ist bloß ein John Doe Account, also reden wir nicht drüber. Nennen wir es einfach mal Paper Test. Und dann sage ich Code erstellen. So, und diesen Code bekomme ich nie wieder angezeigt. Nie wieder. Den muss ich mir kopieren und woanders aufheben. So, was hier auch nochmal mit dabei steht, keinen Fall diesen Key an Dritte weiterzugeben. Ne? Also das ist auch noch ganz wichtig. So, dann sagen wir hier fertig. Und damit haben wir hier unseren Key erstellt. Ihr seht auch, ich bekomme hier den Key nicht angezeigt. Nicht nochmal, wenn ich ihn hier aufgeschrieben habe, ist der durch. Dann muss ich mir einen neuen erstellen. Das Einzige, was dir verbleibt hier, ist löschen. Gut, damit ist die Sache Google geritzt. Und wir gehen rüber auf unseren Schulungsserver. Gut, wir machen das jetzt mal, wie machen wir es am besten einfach? Ist immer das Beste, was man machen kann. So, dann brauchen wir Paperless und jetzt nehmen wir wir nehmen jetzt mal nicht die Event-Datei her, ich zeige aber trotzdem noch ganz kurz, spreche ich es an, wie ihr es dann in die Event-Datei reinklatschen könnt. Das ist kein Thema. Wir machen jetzt einfach mal die Docker Compose auf. So, und hier haben wir die ganzen Paperless Variablen. Da machen wir nochmal ein Enter dazu, Command V. Jetzt haben wir das hier eingefügt. Den Port können wir so lassen, den brauchen wir nicht ändern. Dann smtp@gmail.com, das können wir auch so lassen, das ist auch in Ordnung. Dann deine E-Mail-Adresse, da wird es schon wieder interessanter. Deine E-Mail-Adresse.com, V. Fügen wir die ein, John Doe, Dummy, jawohl. Dann brauchen wir das App-Passwort. So, was natürlich auch ganz knifflig ist, das App-Passwort wird dir mit diesen Leerzeichen angezeigt. Die Leerzeichen musst du natürlich rausnehmen. So, hier unten muss nochmal die E-Mail-Adresse rein. So, dann Paperless Use, TSL True und SSL False. Das müssten unsere Einstellungen gewesen sein. Wenn du jetzt natürlich hergehst und sagst, ich nehme die Event-Datei her, diese hier, normalerweise würdest du jetzt hier quasi dein Kennwort reinschreiben, das hinterlegen, genauso wie du es jetzt auch dann hier einsetzen würdest, String und in Klammern und dann die Bezeichnung, die du in der Event-Datei vergeben hast, für dieses Passwort. Da kannst du dir nochmal bei der Installation anschauen, wie das denn funktioniert hat. Ist vom Prinzip sehr einfach. Also wie gesagt, du definierst in der Event einfach eine Zeile mit deinem, nennst du es jetzt App-Passwort und dann würdest du hier oben quasi reinschreiben das App-Passwort, ne? Mit diesem Dollar-Klammer App-Passwort, wie du es dann in der Datei geschrieben hast und Klammer zu und dann würde er das aus der Event-Datei einlesen. Das ist also kein großes Hexenwerk, wie gesagt, das kriegt ihr auch selber so hin. Hier, weil das jetzt die einfache Variante ist, ich werde es jetzt einfach mal hiermit probieren. Wenn es damit läuft, kannst du dann die Kennwörter entsprechend auslagern. Dann tun wir das Ganze speichern, beenden. Dann brauche ich CMD, ein Eingabefenster, fahren das Ganze runter und starten mit Docker Compose ab-d, das ganze Geschichtlein wieder neu. Dann dürfen wir jetzt noch ganz kurz warten und schalten uns dabei schon mal wieder oben auf unseren Mac. Gut, dann sind wir wieder auf unseren Mac aufgeschaltet. Da haben wir jetzt auch mal unseren Paperless Schulungsserver aufgerufen. Ich nehme jetzt hier einfach irgendein Dokument einfach mal und kann hier jetzt auf Senden gehen. Dann habt ihr die Linkfreigabe, die habt ihr immer drin und jetzt habt ihr auch diesen E-Mail-Button. Was nennt man den? Betreff, Test und Nachricht, erster Versand aus Paperless. So, dann kann ich jetzt sagen, die Archivversion verwenden.
Mache ich mal die E-Mail senden. So, E-Mail gesendet. Die ist raus und jetzt muss ich euch kurz umschalten. So, und dann haben wir jetzt hier auch schon unsere E-Mails die E-Mail angezeigt. Ne, mein erster Versand aus Paperless, das hat auch übernommen als Text, dann Test ist weiter, was wir geschrieben haben. Und wir haben es an uns selber geschickt. Und das besteht natürlich jetzt nur aus diesem Bild, was jetzt in diesem Beitrag drinnen war. Also so funktioniert die Freischaltung des E-Mail-Versands. Okay, das soll es für dieses kurze Video auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann in eigener Sache, ich produziere die Videos natürlich in meiner privaten Freizeit, auf meine privaten Kosten und wenn du diesen Kanal unterstützen möchtest, weil du es gut findest, was ich hier tue, kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Solltest du anderweitig Probleme haben oder Hilfe brauchen bei der Umsetzung des hier gezeigten oder bei anderen EDV- oder IT-technischen Problemen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt zum Kontaktformular. Und da werdet ihr geholfen für 25 € die Stunde. Auftrag gegen Rechnung, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen, ohne Abo oder sonstige Sachen. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.